Und das ist nur menschlich, so funktioniert es bei uns allen. Das heißt, der Weg aus dem negativen Zustand in den positiven Zustand zu kommen, ist es, dass wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir im Hier und Jetzt machen, unter einer neuen Brille sehen. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder mit dabei bist, hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich bringe dir heute ein Thema mit, eine Frage im Q&A meines Mentoring-Programms Gemeinsam wachsen. Und zwar eine wichtige Frage von einer Mama. Und es geht heute darum, was wir konkret tun können, wenn wir so lange die Dinge immer wieder negativ sehen. Ich bin mir so sicher, dass du das auch kennst. Ich kenne das auch. Wirklich. Nämlich, dass wir manchmal tagelang einfach nur noch schlechte Laune haben. Alles, was wir erleben, ist dann irgendwie negativ. Wir erleben unseren Alltag unter unserer Negativbrille. Vieles stört uns dann und wir sind frustriert und es fühlt sich wirklich an, wie in einem Kreislauf zu sein. So ging es eben auch meiner Klientin in Gemeinsam wachsen, die dann gesagt hat, Mensch, wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich aus dem Negativen ins Positive? Und mein Feedback darfst du heute hier im Podcast anhören. Ich erzähle dir heute und du erfährst heute, warum wir eigentlich unsere Emotionen in positiv und negativ unterscheiden. Du erfährst die Veränderung unseres Gehirns, zu was unser Gehirn fähig ist und warum eigentlich wir manchmal diesen Blickwinkel nur aufs Negative haben. Du lernst auch das Gehirn hier verstehen. Ich werde dir ein paar Einblicke in die Neurowissenschaften geben, in die Neuroplastizität, warum unser Gehirn fähig ist und wie großartig unser Gehirn fähig ist, Neues zu lernen und ja, sich umzuprogrammieren. Und dann vor allem natürlich erhältst du von mir 9 Impulse, 9 Stück, was du tun kannst, um mehr Positivität in deinen Alltag zu bringen, um deinen Blickwinkel vom Negativen ins Positive zu wenden. Ich wünsche dir so viele Impulse heute, so viele Aha-Momente, viel Freude bei dieser Episode. Und wie immer lese ich dir erstmal konkret die Frage meiner Teilnehmerin aus Gemeinsam wachsen vor. Hab ganz viel Spaß dabei. Liebe Manuela, ich habe wieder gemerkt, wie schwer ich es mir selbst mache. Ich fange dann an, nur das Negative zu sehen und falle absolut in ein Erziehungskonzept, in dem ich belehre, weil ich dann meine, sie, also die Tochter, muss es doch irgendwie lernen, dass man nicht auf die Straße läuft, auf Stühle hüpft, alle Sachen runterschmeißt, sich doch mal ein wenig schneller als in 2 Stunden anziehen lässt. 2 Stunden nach dem Aufwachen bin ich dann völlig ausgelaugt. Meine Tochter ist dann auch sehr anhänglich und ärgert sich über vieles und tobt, weil ich dann auch echt schlecht auf sie eingehe. Ich benutze dann auch, dass meine Bedürfnisse gerade nicht erfüllt sind als Ausrede für meine schlechte Laune, obwohl es meine Einstellung ist. Letzte Woche hatte ich nämlich durch eines deiner Videos, Instagram und Yoga einen Gedankenblitz und meine Sichtweise hat sich wieder ins Positive verändert. Dann merke ich direkt, wie harmonisch alle meine Beziehungen werden, weil ich dann im Gesamten fröhlicher und entspannter bin. Dann dauert das Anziehen auch nicht mehr 2 Stunden. Hast du wohl einen Tipp, wie ich es schaffen kann, aus diesem negativen Zustand immer schneller in das Positive zu kommen? Das ist jetzt hier eine super coole Frage und die ist auch so umfangreich und so komplex und ich versuche es einfach mal nochmal zusammenzufassen. Letztendlich machst du die Erfahrung, die wir alle machen, weil das Teil unseres Menschseins ist, nämlich, dass wir
gute Gefühle empfinden, die wir natürlich als solche definieren, nämlich Glück und Liebe und Zufriedenheit. Und auf der anderen Seite haben wir diese schlechten Gefühle, in Anführungszeichen, Wut, Trauer, Ärger, Angst. Und alle Gefühle sind richtig, alle Gefühle sind unsere Freunde und Helfer. In den Momenten, wo wir die schlechten Gefühle empfangen, diese schlechten Gefühle, in Anführungszeichen, ja, diese Gefühle von Wut, Trauer, Enttäuschung, Unzufriedenheit auch, möchten wir natürlich wieder ins Positive zurückkehren und aus diesem Teufelskreis, in dem wir uns tatsächlich dann möglicherweise auch befinden, wieder rauskommen. Und das geht. Wir fangen mal an beim grundsätzlichen Gehirnverständnis. Unser Gehirn, das weißt du durch gemeinsam wachsen, durch die Module, die du da gesehen hast. Unser Gehirn verändert sich. Es ist ständig in Veränderung. Wir sind heute nicht mehr der Mensch von gestern. Und wenn wir es genau nehmen, sind wir in jeder Sekunde neu geboren, werden wir neu geboren. Alles ist in Bewegung in unserem Kopf, in unserem Körper, alles erneuert sich. Ständig ist Veränderung da. Und diese schönen Momente, die wir suchen, die uns Zuversicht geben, die uns Zufriedenheit geben, Wohlbefinden und Selbstvertrauen und auch natürlich das Gefühl, wichtig zu sein und wertvoll zu sein, die können wir anreichern. Rick Hanson, das ist ein recht bekannter Psychologe, Neurowissenschaftler, der sagt, dass man jeden Tag mehrmals für circa 10 Sekunden das Gute in sich aufnehmen soll, denn das würde alleine schon ausreichen für mehr Ruhe, für Zuversicht, für Stärke und für Glück. Und jetzt ist die Frage, was ist das, dieses Gute anreichern und warum ist das notwendig? Unser Gehirn hat durch die Evolution sich so eingerichtet, dass wir den Blick auf das Negative schnell werfen, dass wir unseren Scheinwerfer ganz schnell auf die negativen Dinge legen, um unser eigenes Überleben zu sichern. Also der Drang ist da, den Blick auf was Negatives zu heften, wie Klett, und das in uns zu verankern, damit uns diese negative Erfahrung nicht noch einmal passiert. Es ist ein Schutzmechanismus von uns selbst, um letztendlich, biologisch gesehen, uns ein langes Leben zu ermöglichen. Das ist eine total coole Sache und es ist wichtig und es ist gar nicht schlecht. Es ist gleichzeitig eben notwendig, sich dieses Mechanismus, den wir in uns drin tragen, zu verinnerlichen und zu verstehen und zu merken, okay, ich bin gerade in meinem Blick mit meinem Scheinwerfer auf die negativen Dinge, die habe ich in meinem Kopf und das macht jetzt was mit mir. Wenn wir also den Blick auf die negativen Sachen haben, wenn wir frustriert sind, wenn wir merken, wir haben schlechte Laune, dann haben wir wie Filter vor unserem Kopf, wie Filter vor unseren Augen. Wir sind dann schwer in der Lage, Gutes aufzunehmen, Gutes zu sehen und erkennen überall, in jedem Aspekt dieses heutigen Tages, dieser Situation im Hier und Jetzt, die negativen Dinge. Also vom Negativen ins Negative. Ich bin schon genervt, dann nervt mich auch noch der Anruf, jetzt klingelt auch noch das Telefon, jetzt will sie meine Tochter nicht anziehen. Ich habe dann quasi meine Negativbrille auf. Ich schaue dann quasi immer nur noch mit meinem Scheinwerfer der Negativbrille auf alles um mich herum. Und dadurch entsteht ein Teufelskreislauf, weil wir nämlich dann eine self-fulfilling prophecy entstehen lassen, eine selbsterfüllende Prophezeiung, nämlich, ja, ich habe heute schlechte Laune und jetzt ruft er auch noch an, kriege ich noch mehr schlechtere Laune, meine Tochter zieht nicht an, habe ich ja gewusst, es ist wie gestern, habe ich noch mehr schlechte Laune und so steigern wir uns quasi rein und wir beweisen uns in dem Moment selbst, dass alles heute Kacke ist. Heute ist ein Scheißtag, ja, wäre ich doch gar nicht aufgestanden. Das heißt, all die Erfahrungen, die wir machen, sind ausschlaggebend dafür, unter welchem Licht wir diese Erfahrungen sehen und sehen wollen und wie wir es schaffen können, letztendlich die guten Erfahrungen, die wir gemacht haben, uns in Erinnerung zu rufen. Und das ist elementar, denn die Erfahrungen, die wir machen, zählen und das sind die Erfahrungen, die die Spuren in unserem Gehirn hinterlassen, wie eben ein Scheinwerfer, der auf die gute Erfahrung leuchtet oder auf die schlechte Erfahrung leuchtet, auf das gute Gefühl oder auf das negative Gefühl und wir dann wie in einem Staubsauger das so in uns einziehen und dann mit der Brille, mit dem Staubsauger quasi in diesem Rahmen dieser Erfahrung alles Weitere dann anschauen. So ungefähr kannst du die Mechanik in unserem Gehirn vorstellen. Und das ist nur menschlich, so funktioniert es bei uns allen. Das heißt, der Weg aus dem negativen Zustand in den positiven Zustand zu kommen, ist es, dass wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir im Hier und Jetzt machen,
unter einer neuen Brille sehen, unter einem Reframing. Du hattest es dann auch später geschrieben, dass wir diese Erfahrungen, die gerade sind, bewusst mit einem neuen Scheinwerfer beleuchten. So, dieser Prozess, dass wir das können, dass wir es sagen können mit Bewusstsein, okay, ich trete jetzt mal aus dieser Situation raus, ich betrachte mich von außen. Ich komme gleich noch ein bisschen zu den Übungen, die du machen kannst dazu. Ich gehe ins Bewusstsein über und möchte neu gucken, Reframing machen. Das nennt man die selbstgesteuerte Neuroplastizität. Denn ich trainiere mein Gehirn quasi darauf, in kleinen Schritten im Alltag, wie Rick Hanson das sagt, mehrmals pro Tag für 10 Sekunden, also wirklich in kleinen Häppchen, darauf, das Gute zu sehen, das Gute in mir aufzunehmen. Das Gute in sich aufzunehmen heißt, den Weg als Ziel zu betrachten. Das ist ein tibetisches Sprichwort, das da so gut passt und ich freue mich total, dass ich das in diesem Zusammenhang noch gefunden habe. Also es geht darum, dass wir diesen Weg gehen, zu üben, unser Gehirn zu formen, aktiv zu formen, um aus diesem Teufelskreislauf, den wir evolutionsbiologisch leichter einnehmen können, weil wir einfach von unserem Gehirn aus das Negative wie Klett aufnehmen und das Gute wie Teflon, wie Rick Hanson das schreibt. Das Gute, das rutscht so wie Teflon an uns vorbei und das Negative ist nehmen wir wie Klett auf, das bleibt kleben und so und oh, das darf mir nicht nochmal passieren. Ja, und dass wir quasi, wenn wir dieses Wissen haben, dieses Bewusstsein haben, dass wir dann Schritt für Schritt eben versuchen, unser Gehirn neu zu formen, den Blickwinkel neu zu verändern, Situationen zu reframen, die in einen neuen Rahmen zu setzen. So, ja, also die Aufgabe ist es, Schritt für Schritt vorzugehen. Der Weg ist das Ziel, in kleinen Etappen, jeden Tag ein bisschen. Konkret heißt es für dich oder was du letztendlich tun kannst, ist es, wenn du in diesem negativen Zustand bist, in diesem roten Zustand, alarmierender Zustand, ja, alles läuft im Stress, Cortisolausschüttung, völlige Panik, alles nervt, das zu sehen. Das ist immer der erste Schritt, ist das Bewusstsein, dieses Fühlen, boy, ich merke jetzt gerade, ich bin zittrig und ich bin angespannt und ich kotze alles an, dass ich das als erstes wahrnehme. Denn erst durch die Wahrnehmung, durch dieses Gewahrsein deines Zustandes, dieses Bewusstsein dafür zu kriegen, für das Hier und Jetzt, ist es dir ermöglicht, die Veränderung zu gehen. Die Veränderung besteht dann darin, den Parasympathikus deines Nervensystems zu aktivieren, also in den grünen Zustand zu wechseln. Raus aus dem Stress, rein in die Entspannung. Und das geht ganz perfekt eben unter anderem mit was Kaltes trinken, kaltes Wasser über den Puls laufen lassen. Atmen, ruhig ein- und lange ausatmen. Du kennst von mir auch den Satz, ich bin ich selbst, wirklich 10 Sekunden, ich bin ich selbst. Dir Bilder, Gedanken, Erinnerungen und Erfahrungen, und jetzt kommt's, die gut waren, in dein Gedächtnis rufen. Dich daran zu erinnern, was du alles Gutes erlebt hast, wie oft du schon dein Kind schnell hast anziehen können unter 2 Stunden, wie oft dir schon gute Dinge gelungen sind. Der Hinweis eines Erfolgstagebuchs ist hier elementar. Es ist so gut, wenn ihr das macht, wenn du das machst, ein Erfolgstagebuch zu führen, weil wir wirklich jeden Tag tausende Erfolge haben. Und wenn wir in solchen Situationen sind, kann ich meine Ressource Erfolgstagebuch zur Hand nehmen und kann blättern darin und sehe, was ich alles schon geschafft habe. Das sind einfach Hinweise oder Tipps, die dir helfen, schneller aus dem negativen in den positiven Zustand zu kommen. Das Wichtigste ist wirklich dieses im Hier und Jetzt sein. Das ist das, was mir am besten hilft. Ich gebe jetzt einfach den Tipp, der mir am besten hilft. Das ist nämlich tatsächlich die kleinen Momente des Tages zu genießen. Darum geht es, diese vielen kleinen Dinge, positiven Dinge, die im Hier und Jetzt gerade sind, aktiv als Gutes in sich aufzunehmen, zu nähren, zu bereichern. Und eine kleine Geschichte dazu erzähle ich dir jetzt hier, weil ich sie tatsächlich vor kürzerer Zeit, ich glaube, es ist eine Woche her, als das Wetter noch so schön war, mit meiner Tochter erlebt habe. Mit der Kleinen also wir waren alle unterwegs mit dem Fahrrad. Ich mit meinen Töchtern unterwegs mit dem Fahrrad durch den Wald. Und die Kleine ist neben mir gefahren und hat dann so gesagt, Mama, bist du glücklich? Habe ich sie angeschaut so beim Fahrradfahren und mitstehen und habe gesagt, ja, bin ich. Und dann sagt sie, ich nicht. Und dann war ich natürlich interessiert und habe gesagt, warum bist du nicht glücklich? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie sich über irgendeine Sache ärgert, weil Spielsachen und so. Also ja, die Welt des Kindes eben, warum sie nicht glücklich ist.
Und dann habe ich sie gefragt, ob ich ihr erzählen darf, was ich mache, wenn ich nicht glücklich bin. Dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, und genau darum geht's. Das geht für Kinder genauso wie für dich. Ich nehme das erstmal auf, dass ich gerade nicht glücklich bin und mich eben da ärgere über die Sache oder frustriert bin. Und dann im zweiten Schritt überlege ich im Hier und jetzt gerade eben, was finde ich toll? Wofür bin ich dankbar? Und dann bin ich so mit ihr Fahrrad gefahren und habe gesagt, schau, wir sind jetzt hier im Wald, es ist so grün. Und dann hat sie weitergemacht und hat erzählt, ich finde es so toll, dass es alles so grün ist. Und ich bin voll froh, Mama, dass wir jetzt unsere Freunde treffen und dass wir am See schwimmen gehen und dass wir blablabla. Und so ging das in einer Tour dann eben weiter, wo sie von sich aus aufgezählt hat, was jetzt im Hier und Jetzt echt cool ist, was echt gut ist. Und dann fährt sie weiter und sagt nichts und schreit, Mama, ich bin voll glücklich, und ist dann in die Pedale getreten und ist irgendwie so ein paar Meter davon gerauscht. Und es ist tatsächlich so eine schöne Geschichte, die ich da mitgeben möchte, weil es mit Kindern natürlich, die sind noch viel unbedarfter, noch viel, viel leichter. Die haben noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht, die manchmal so beschwerlich sind, ja, die uns auch so runterziehen, weil sie schwer sind. Und da viel schneller wechseln können, das Positive. Und gleichzeitig mag ich auch die Kinder oder diese Beispiele als meine Lehrer, die sie sind, an euch weitergeben, weil es so leicht sein kann, wenn wir uns von dieser Schwere befreien. Genau, also die Dankbarkeitspraxis für dich, auch als Hinweis fürs Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt das Positive aufzunehmen, um aus dem negativen Zustand, in dem du dich befindest, zu wechseln in das Positive. Gleichzeitig darfst du dich auch fragen, wenn du in diesem Zustand rot bist, ja, so, alles Kacke, sind meine Grundbedürfnisse gerade befriedigt? Ja, der Klassiker. Hast du genug geschlafen? Hast du genug gegessen? Fühlst du dich gerade sicher? Fühlst du dich gerade gebunden? Fühlst du dich gerade zugehörig? Und dir dann auch diese Bedürfnisse zu erfüllen, was zu trinken, was zu essen, um dich selbst wieder aus diesem Stress zu erden und zu sagen, im Hier und Jetzt gerade bin ich sicher. Ich bin nicht irgendwo in einem schwierigen Krisengebiet. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Wenn ich quasi aus meinem Stresszustand rauskomme und mich entspannen kann, dann bin ich hier sicher. Ich bin jetzt gerade sicher. Es ist kein Säbelzahntiger hinter mir, der mich gleich auffrisst. Ich bin nicht mit dem Tod geweiht, jetzt in dieser Sekunde. Und dann zum guten Schluss so ein schönes Zitat, das ich dir vorlesen mag. Noch überwältigender ist die Vorstellung, dass wir alle Kinder des Universums sind. Jedes Atom, das schwerer als Helium ist, der Sauerstoff in Wasser und Luft, das Calcium in Zähnen und Knochen, das Eisen im Blut, wurde inmitten eines Sterns geboren. Wir sind buchstäblich aus Sternenstaub gemacht. Ist das nicht toll? Also der Gedanke, das Zitat ist übrigens auch von Rick Hanson, der Gedanke, wie unglaublich ist es eigentlich, dass ich hier bin? Ist das nicht verrückt, dass ich aus Sternenstaub bin? Ist es nicht unglaublich, die Vorstellung, dass ich, wenn ich mich jetzt sehe, wie ich hier gerade bin und quasi immer weiter nach oben gehe und mich von oben sehe und das Haus, in dem ich bin, die Gegend, in der ich wohne, die Welt, und dann kreise ich raus und komme ins Universum und sehe da diese kleine blaue Kugel und ich kreise immer weiter und die kleine Kugel verschwindet immer mehr. Wenn ich immer weiter weggehe, ist es nicht unglaublich, dass wir hier sind? Dass ich aus Sternenstaub bin und hier existiere. Und was da so bei dieser Vorstellung entsteht, ist unfassbare Demut. Bei mir auf jeden Fall. Ich werde richtig demütig und denke mir, wow, ist das irre. Es ist so irre. Und auch das hilft, aus dem Negativen ins Positive zu kommen und eben das Größere zu sehen. Sich wirklich zu fragen, diese Minuten und Stunden, die ich gerade mit Frust und Zorn verbringe und mit Negativität, das raubt mir so viel Lebenskraft, das raubt mir so viel Lebenszeit. Ist es das wirklich wert? Ist es mit dem Blick auf das Größere, nämlich dass ich überhaupt hier bin und existiere, dass da ich Mama bin und einen Menschen ins Leben begleiten darf, was auch wie unwahrscheinlich das ist, dass dieser Mensch hier bei mir ist das nicht viel elementarer und wichtiger jetzt, im Hier und Jetzt? Und so kannst du für dich letztendlich kleine Schritte entdecken, die dir helfen, aus dem Negativen ins Positive zu kommen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören.
Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist: Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de/mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist: Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die 4 Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können, nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt? Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen? Und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen? Dann schau doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du 12 Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem ein Gutschein bekommst in der Höhe von 97 € der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten 6 Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.